Hallo zusammen. Biegen Sie rechts ab in Richtung Eisenbahnlängsweg. Ich bin mal wieder unterwegs und Nach 1,6 will euch Kilometern einmal biegen Sie links zeigen, ab. wie das hier auf so Landstraßen ist, wenn er keine Mittelspur hat. Hier zeigt er noch eine an, weil er sie ganz minimal erkennt. Das ist auch sehr, sehr cool. Also, aber hier gibt es jetzt wirklich keine. Ich würde den Assistenten jetzt gleich einmal einschalten. Aber hier, wo können wir eigentlich auch jetzt schon mal machen? Ach nee, lieber nicht, weil wenn jetzt ja einer um die Kurve kommt und in der Mitte ist, wäre nicht so cool. Also da muss Xpeng jetzt irgendwann mal dieses sich am rechten Spurrand orientieren machen. So, ich schalte ihn jetzt ein. Und wie ihr seht, feiert er natürlich genau in der Mitte, weil er sonst keine Linien hat. Oh, und er sagt jetzt die ganze Zeit auch, bitte bringen Sie das Fahrzeug wieder in die Spur. Seht ihr das? Also ohne Fahrbahnmarkierung schwierig. Nach 500 Metern biegen Sie links ab. Es wundert mich, dass er jetzt sogar so ein bisschen weiter rechts fährt. Vor dem Update war es auf jeden Fall so, dass er wirklich stur in der Mitte gefahren ist. Jetzt ist es wenigstens ein bisschen weiter rechts, aber hier könnte kein Auto neben mir vorbeifahren. Ähm, ja, das heißt, ohne Linien bei einer Straße, wo Gegenverkehr kommen könnte, würde ich den Assistenten auslassen. Zumindest Stand heute. So. Hier haben wir natürlich wieder schöne Linien. Nach 300 Metern biegen Sie links ab in Richtung Europastraße. Oh, Dann biegen Sie jetzt rechts müssen wir ab. schneller fahren. Schauen wir mal, wie er jetzt gleich hier die Kurve nimmt. Biegen Sie links ab. Dann biegen Sie rechts ab. Er hat abgebremst ein bisschen und fährt die Kurve super. Ist in Ordnung. Oh, jetzt weiß er natürlich nicht Biegen Sie wohin. rechts ab in Richtung Westtangente. Übernehmen wir jetzt einmal hier. Nach 1,7 Kilometern halten Sie sich rechts und fahren auf die A2 in Richtung So, Hannover. aktivieren wir ihn wieder. Wir nutzen ihn jetzt so oft es geht, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie er funktioniert. Leider ist ja noch nicht das Level 2 Fahren erlaubt, sonst wird er jetzt auch hier die Ampeln, die rote, erkennen tut er sie ja, aber er bremst dann nicht. So, das wäre halt noch echt top, wenn das jetzt irgendwann mal durchgesetzt wird. Richtung Gabsenhausen. So, ich blinke jetzt rechts, mal schauen, was er macht. Halten Sie Ne, rechts. okay, siehst du, er hat es erst nicht erkannt und jetzt schwingt er so rum, er ist rumgeschwungen. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur die Hände Richtung Lenkrad gelassen. Nach 2 Da wusste er halt Kilometern nicht, biegen was er Sie machen rechts ab soll. in Richtung Rote Reihe Beerenbostel. Da muss Xpeng auf jeden Fall nochmal nachjustieren. So, jetzt bin ich hier auch mal gespannt. Hier wird er jetzt wahrscheinlich, mal gucken, ob er abbremst. Oh, er bremst ab, ja. Oh, hoho, ich mache nichts. Ich habe nur die Hände am Lenkrad, aber ich mache nichts. Ja, oh, oh, das war sportlich. Aber er hat's geschafft, aber sehr sportlich, sagen wir es mal so. Das, das wäre auch sanfter gegangen, würde ich mal behaupten. Also er hat's geschafft, aber sehr, sehr sportlich die Kurven genommen. Ähm, gut, ich bin jetzt im Sport, wer weiß, vielleicht hat er gesagt, der braucht jetzt Adrenalin. Ich mache das jetzt mal so. Das weiß ich natürlich nicht.
Oh, da hat wieder einer irgendwas gemacht. Auf jeden Fall wurde hier lautstark gehupt. Aber ich konnte nicht sehen, was es war. Nach 100 Metern biegen Sie links ab, um auf der Robert-Hesse-Straße zu bleiben. Schauen wir mal, wie er das hier meistert. Ja, hier ist jetzt, glaube ich, auch nichts. Ich blinke auch nochmal links. Nee. Da muss ich eingreifen. Nehmen Sie in 200 Metern im Kreisverkehr die erste Ausfahrt, um auf der Robert-Hesse-Straße Also wenn er zu keine bleiben. Linien hat, dann ist er ein wenig lost. Aber das kann natürlich jetzt auch genau daran liegen, weil ich habe das ja in diesem Video gestern gesehen mit dem autonomen Fahren. Da funktioniert das ja. Das heißt, das sind alles nur diese Funktionen, die ja dann in Deutschland nicht erlaubt sind, die er jetzt bräuchte, damit er das machen würde. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem mit diesem an der rechten Spurseite oder Fahrbahnlinie orientieren, ohne Striche, das müsste man einstellen können. Und das wäre ja auch in Deutschland erlaubt. Also wenn jetzt hier zum Beispiel diese keine Linie jetzt gleich kommt, dass er einfach guckt, wo ist der rechte Fahrbahnrand, wo fahre ich lang, den nutze ich dann als Orientierung, wenn keine Mittelspurlinie ist. Das müssen sie unbedingt machen. Testen und einstellen. So, jetzt mache ich mal an. So, jetzt muss ich ein bisschen schneller fahren. So, jetzt ist es aktiviert wieder. Schauen wir mal, was er hier macht. Wenn er Linien hat, dann klappt das auch eigentlich ganz gut. Aber wenn er keine hat, schwierig. Aber ich glaube wirklich, das liegt nicht direkt an Xpeng selber, sondern halt, dass so viele Funktionen, die er beim autonomen Fahren nutzen würde, halt deaktiviert sind. Und ja, dass er dann natürlich so eingestellt ist, dass er manche Sachen nicht so souverän dann macht, ne? Leider. Aber das hier, habe nur die Hand am Lenkrad, aber nicht gelenkt. Wenn er Linien hat und ein Fahrzeug vor sich, funktioniert das einwandfrei. Oh, hier ist ja dann die 30, aber das Fahrzeug vor mir ist sowieso. Es war nur kurz für diese Ausfahrt. Jetzt ist wieder 50. Ja, dann hätten sie hier aber auch meiner Meinung nach ein Schild machen müssen, dass es wieder aufgehoben ist. Jetzt denkt das Auto natürlich, okay, er hat es jetzt erkannt, gut, dass hier keine Baustelle mehr ist. Nach 400 Metern biegen Sie links ab in Richtung Neuer Landweg. Aber ich finde es auch krass, wie er die ganzen Dinge halt auf der Straße erkennt. Wenn da jetzt Pfeile sind, zum Beispiel. Das ist schon echt top. So, jetzt übernehme ich einmal, weil es hier links reingeht. Biegen Sie links ab. So, und dann würde ich das Video jetzt auch schon beenden. Ich hoffe, der kleine Exkurs hat euch gefallen. Am Ende der Straße Und über ein Abo, Like und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.